Im heutigen Video vergleichen wir zwei Doppelstockzüge miteinander. Wir fahren zuerst mit dem Intercity 2 in der ersten Klasse von Hannover nach Magdeburg und in Magdeburg steigen wir um in den ODEC Regionalexpress RE1, um mit diesem auch in der ersten Klasse nach Berlin zu fahren. Viel Spaß! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr, sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin gerade auf dem Weg zum Hauptbahnhof von Hannover, denn ich habe heute nämlich ein Doppelstockzugduell für euch vorbereitet. Ich möchte gerne den Intercity 2 gegen den ODEC Doppelstockzug antreten lassen. Ich fahre von Hannover, erste Klasse, nach Magdeburg und von Magdeburg dann weiter erste Klasse mit ODEC zum Hauptbahnhof von Berlin. Ich bin schon sehr gespannt, weil ODEC habe ich bisher nur von weitem gesehen und ja, vielleicht sind die Züge ja auch richtig gemütlich. Jetzt genieße ich nochmal die kurze S-Bahn-Fahrt, ist nur noch eine Viertelstunde und dann sehen wir uns gleich am Gleis in Hannover. Also ich bin gut am Hauptbahnhof angekommen und jetzt erhält unser Zug gleich Einfahrt. Auf geht's zum Gleis. Es ist Wochenende, da kann ich ja mal faul sein. Haha. Zug gefunden. Wir müssen den Abschnitt D. Ach, da ist ja D schon. Sehr praktisch. Meine S-Bahn war leider nicht pünktlich. Vielleicht haben wir ja bei den nächsten zwei Zügen Glück, dass sie pünktlich sind, weil ich habe schon lange nicht mehr gesagt, dass mein Zug perfekt pünktlich ist. Das fehlt mir ein bisschen. Da ganz hinten ist unsere wunderbare, schöne, neue, gemietete S-Bahn, der Siemens Mireo. Der ist richtig cool. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Da hinten kommt schon unser Zug. Also der hat tatsächlich perfekt pünktlich die Einfahrt. Dass ich sowas nochmal erlebe mit dem IC2. Ich bin noch niemals pünktlich mit dem IC2 gewesen. Hier kommt noch ein Überblick über unsere heutige Route. Wir starten am Hauptbahnhof von Hannover und unser erstes Teilstück fahren wir mit dem Intercity 2 nach Magdeburg und später geht es ja dann weiter zum Hauptbahnhof in Berlin. Da ist schon Magdeburg, dauert nicht lange. Grüß dich, IC2. So, jetzt suchen wir uns die erste Klasse. Die müsste ganz hinten sein bei der Lok. Da ist sie ja. Schön. So, welche Lok haben wir? Eine 146. Und hinein. Erste Klasse. Oh, hier ist ja richtig was los, du. Na, wo gehen wir hin? Vierer. Das kann man schon aushalten hier. Wir wollen ja vorwärts fahren, ne? Da. Ich habe jetzt den Platz hier genommen. Ein Sitz für mich ganz alleine. Und ich habe sogar die Anzeigetafel hinter mir. Angeblich sollen wir pünktlich in Magdeburg ankommen. Nee, stimmt gar nicht. Also um 54 sollen wir geplant ankommen, aber es sieht nach 57 aus. Und hier seht ihr nochmal unsere Zugnummer. Der Sitz. Hier geht's hoch. Meinen Tisch habe ich schon ausgeklappt. Eine Steckdose haben wir und einen Mülleimer. Und hier sehen wir, das Polster ist gemütlich. Hinter uns ist der Ruhebereich. Da darf ich nicht filmen. Deswegen bin ich jetzt hier im normalen Bereich. Also, der Sitz ist durchaus bequem und man kann ihn unten noch ein bisschen nach vorne ziehen. Das machen wir mal. Und jetzt? Ist bequem, kann man aushalten. Hier seht ihr nochmal die Gepäckablagen. Da passt natürlich kein Koffer hin. Und dass man hier auch die Sitzplätze reservieren kann. Die Anzeigen sind sehr schön. Und über mir ist noch eine Leselampe. Ah. Der Intercity 2 wird ja auch Teppich-Regionalexpress genannt. Und jetzt seht ihr auch warum. Weil wir haben hier Teppich und ein normaler Regionalexpress hat halt keinen Teppich. Es sei denn, ODEC hat einen Teppich. Das werden wir mal nachher herausfinden. Ach, hier meldet sich schon das Handy. Es möchte gerne ins WLAN. Na dann klicken wir uns doch mal rein. Also ich bin mit dem WLAN verbunden und vermutlich gibt es auch einen
WLAN-Portal. Also hier steht's, iceportal.de. Und das Portal funktioniert nicht. Das Portal teste ich später nochmal während der Fahrt. Wer weiß, womöglich bin ich im falschen WLAN. Ach, wie lustig. Neben uns ist ein Intercity 2. Man erkennt ein bisschen von der zweiten Klasse. Wir sitzen ja hier in einer 2+1 Konfiguration und die zweite Klasse ist immer 2+2 Konfiguration. Leider kann ich jetzt nicht in die zweite Klasse gehen, weil der Zug komplett voll ist. Unser Sitz hat noch ein paar mehr Features. Man kann das hier rausziehen, dann kann man es auch wieder reinschieben. Tisch zurück. Hier Getränkehalter. Richtig gut. Und hier kann man irgendwie seinen Fuß ablegen. Kennt jemand von euch das richtige Wort? Ich kenne nur das Wort Footrest. 9 Uhr und 8, Braunschweig Hauptbahnhof. Die Aufstiegsseite in Braunschweig dann in Fahrtrichtung rechts. Ausfahrt aus Hannover Hauptbahnhof. Direkt am Platz bedient. Der Kollege kommt in Kürze durch die einzelnen Wagen und fragt Sie persönlich ab, ob Sie gerne was haben möchten an Speisen oder kleinen Snacks. Aus diesem Grund dürfen dann auch Gepäckstücke im Mittelgang und oberen und unteren Gängen nicht abgestellt werden. Es dient Ihrer und unserer Sicherheit. So, jetzt wisst ihr, dass ihr in der ersten Klasse bedient werdet. Der Intercity 2 hat kein Bordbistro. Es gibt hier einen kleinen Lieferservice mit einem Wagen, der hier durchfährt. Das war es. Und da das ICE-Portal nicht funktioniert, kommt hier tatsächlich ein Mitarbeiter und nimmt die Bestellung händisch auf. Der Intercity 2 ist sogar auch so langsam wie ein regulärer Regionalexpress. Er fährt nämlich nur 160 km/h. Also der Ausblick von hier oben ist absolut top. Und da der Zug so langsam ist, ist er natürlich auch besonders ruhig. Hier ist der Zug halt wirklich voll gerade. Es sind viele Leute da und die unterhalten sich auch. Na sowas. Hier oben im Intercity 2 hat man GPS. Wir fahren 120 km/h. Und so sehen die 120 km/h aus. Gefühlt wirken sie recht schnell. Später sollte man hier auch noch eine Landkarte sehen, wo auch die Geschwindigkeit zu erkennen ist. Und hier ist die schöne Karte. Wir werden langsam schneller. 131 km/h. Ich habe noch was Kleines mitgenommen für die Fahrt. Das ist Ida IC. Ein kleines Maskottchen für den Intercity 2. Niedlich, nicht wahr? Yeah, Ida IC. Wir erreichen unseren ersten Halt. Braunschweig Hauptbahnhof. Da ist schon der Bahnsteig. Na, dann können wir hier ja jetzt gleich die Beschleunigung unseres Zuges bei der Ausfahrt genießen. In Hannover habe ich es ja leider verpasst. Oh, hier, Westfalenbahn. Die ist auch richtig gut. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Sehr, sehr angenehm. Zugestiegenen Fahrgäste hier bei uns im IC2 herzlich willkommen und wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Der nächste Halt dieses Zuges ist am Magdeburg Hauptbahnhof. Die Ankunftszeit heute gegen 10 Uhr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie gastronomischen Service aufmerksam machen. In diesem Zug werden Sie direkt am Platz bedient. Der Kollege kommt in Kürze durch die einzelnen Wagen und fragt Sie persönlich ab, ob Sie gern was haben möchten. Kleiner Funfact, der Kollege kam bisher immer noch nicht. Es ist gerade so schön leer bei der Toilette, dass ich die Toilette mal teste. Ah, da ist unsere Lok. Hallo 146. Einmal WC und hinein. Ach ja, das ist ja richtig schön sauber hier. Grüßt euch. Also hier gibt es Desi, Seife, Wasser, Tuch. Seife, wie funktionierst du? Ja, da kommt sie. Und Wasser bitte. Da, kommt Wasser. Hey, das funktioniert ja richtig gut. Hände sind sauber, noch ein Tuch. Und natürlich ist das Rauchen hier im Zug verboten. Das Schöne an dem Intercity 2 erste Klasse Wagen ist, wir können unten sitzen
Da kann man schön sitzen, sieht auch gut aus. Und wo wir sind? Oben. Ach, da steht's, Bombardier. Unser Zug ist übrigens ein Twinbase. Und was auch sehr praktisch ist, man hat am Anfang des Waggons und am Ende des Waggons eine Toilette. Und wenn ihr die Treppe nochmal hochkommt, seht ihr, dass ihr hier eure Koffer lagern könnt. Hier ist nochmal der Ruhebereich. Da halte ich mich natürlich nicht auf, weil sonst kann ich ja nicht filmen. In Kürze erreichen wir Magdeburg. Also unser IC2 hat 5 Minuten Bonusfahrzeit. Er ist leider nicht perfekt pünktlich. Seien wir gespannt, ob Odeck pünktlich ist. Jetzt muss ich auch noch hoffen, dass ich den Anschlusszug bekomme. Wir stehen nämlich direkt vor dem Hauptbahnhof in Magdeburg. Und jetzt ist es schon 10 Uhr. Gleis ist aktuell ein anderer Zug belegt. Wir werden die Fahrt in Kürze fortsetzen. Ah, Gleis belegt, habt ihr gerade gehört. Aber jetzt fahren wir weiter. Sollte wohl noch klappen. Da ist der Bahnsteig. Zeig dich, Odeck. Ah, da ist er. Gegenüberliegendes Gleis. Sehr gut. Und hinaus. So, da ist der Odeck. Den schauen wir uns noch mal von vorne an, damit ich sehe, welches Modell das ist. Ah, cool. Der Siemens Desiro HC. Frankfurt oder? Nun geht es weiter mit dem zweiten Teil unserer Route. Wir sind ja gerade in Magdeburg am Hauptbahnhof und steigen gleich in den Odeck RE1 ein und gucken uns dort die erste Klasse an. Wir fahren weiter gen Osten in Richtung Berlin. Da ist schon Berlin, unsere Hauptstadt mit dem schönen Glasbahnhof. So, wo ist die erste Klasse? Das ist zweite Klasse. Hoffentlich haben wir die erste Klasse im Doppelstock und nicht unten. Da, immer noch keine erste Klasse. Ach, da vorne ist es. Da ist orange. Cool. So. Erste Klasse. Und hinein. So, wo geht's hoch? Da. Ah, da ist die erste Klasse. Sehr schön. Erste Klasse. Ist ja richtig was los hier. Oh, wow. Das kann man hier aber aushalten. Hammer. Sieht aber gut aus. Schön. Vierer. Na, den bunkere ich mir. Als erstes Tisch ausklappen. Wir sind richtig. In Richtung Frankfurt-Oder. Wir fahren bis Berlin-Alexanderplatz. Und so sieht der Sitz aus. Scheint Leder zu sein. Hier hast du noch eine Lehne, die du runterklappen kannst. Und jeder Sitz hat USB-A und 230 Volt Steckdose. Richtig gut. Und hier kann man sogar sich gegenüber sitzen mit ausklappbarem Tisch. Sehr praktisch sind die Dinger hier. Da rutscht die Flasche nicht weg. Und da unten ist ein Griff, sodass man den Sitzboden noch nach vorne ziehen kann. So, jetzt sitze ich mal. Boah, der ist aber bequem. Wunderbar. Und die Sitzbreite ist auch top. Man ragt nicht zum Sitznachbarn rüber. Und jetzt teste ich mal den mysteriösen Hebel. Oh. Oh. Naja, hört ihr es? Es waren nur so 5 cm, wo man den Sitz nach vorne ziehen kann. Der lohnt sich also nicht. Wir verlassen unseren ersten Halt. Es war Magdeburg-Neustadt. Genießen wir die Beschleunigung. Na, der Ausblick von hier oben ist natürlich auch top, ne? Wirklich gut. Was mich an der Konfiguration von dieser ersten Klasse stört, ist, dass
der Waggon der ersten Klasse kein kompletter Erste-Klasse-Waggon ist, sondern dass du nur den oberen Teil vom Doppelstockzug als erste Klasse hast. Das heißt, vor der ersten Klasse und hinter der ersten Klasse, also jetzt gerade in Fahrtrichtung vor mir, sitzen Leute und ja, der Zug ist komplett voll und das macht es unruhig. Wir haben es ja vorhin im IC2 gesehen, da hatten wir einen kompletten Erste-Klasse-Waggon. Das war richtig, richtig gemütlich. Und so sieht es hier nochmal komplett aus. Hier ist eine kleine Gepäckablage, aber die ist wirklich sehr klein, da passt nur eine Jacke hin. Und auf der linken Seite ist gar nichts. Es gibt auch keine Leselampen. Nee, die gibt es nicht. Das Einzige, was man hier noch hat, sind Haken und eine Sonnenblende haben wir auch noch. Ja, hier sind die beiden Sitze nochmal wunderbar bequem. Absolut top. Jetzt haben wir festgestellt, dass die Sitze optimal sind und ja, der Zug ist halt auch sehr schön leise. Und jetzt wollen wir aber mal nach WLAN gucken. Da, ODEC Free Wi-Fi, verbinden wir uns. So, was passiert? Wasabi Hotspot. Verbinden. Scheint zu klappen. Gibt es hier Informationen? Bleiben Sie gleich in unserem Fahrgastportal. Wo ist denn unser Fahrgastportal? Informationen zu Ihrer Fahrt, alles klar. Da ist er. Wir haben Verspätung. Baumaßnahmen, Störung. Was ist denn die Reiseauskunft? Das klappt nicht. Doch, es lädt. Es lädt. Es lädt. Es klappt nicht. Ach, die Reiseauskunft ist nur dazu da, dass man noch eine Route raussuchen kann. Nee, das brauchen wir nicht. Wir wissen ja, wo wir hinwollen. Zum Alexanderplatz. Ihr habt ja gerade gesehen, wie langsam die eigene ODEC-Seite geladen hat. Wir machen jetzt mal einen Speedtest. Also das WLAN scheint so langsam zu sein, beziehungsweise das Internet im WLAN, dass er nicht mal die Seite vom Speedtest lädt. Also das WLAN ist so lahm, es lädt nicht mal die Speedtest-Webseite. Schade. Großer Daumen runter für die Internetgeschwindigkeit. Ich bin jetzt wieder rausgegangen aus dem WLAN, weil ich habe halt mit meinem Handy 5G mobile Daten. Damit kann ich natürlich alles machen. Ich empfehle tatsächlich, wenn ihr in öffentlichen WLAN seid, euch ein VPN zuzulegen, weil ich fühle mich damit sicherer. Gut, hier im ODEC brauche ich es jetzt nicht, weil die Internetgeschwindigkeit halt so lahm ist, dass man die Verbindung ja nicht noch extra schützen kann. Aber als ich im Urlaub war in der Karibik, da habe ich tatsächlich das WLAN vom Hotel durch ein VPN geschützt. Vielleicht ist ja hier ein IT-Profi von euch, der mir sagen kann, ob das überhaupt Sinn macht. Haha, wir haben unseren Topspeed erreicht, 160 km/h. Schauen wir mal raus. So sehen die 160 km/h Topspeed im ODEC aus. Im Siemens D0 HC. Hört ihr das? Der Zug ist so leise. Wunderbar. Okay, der Ausblick ist jetzt gerade nicht so spannend, aber bestimmt kommen später nochmal schönere Bilder. Aber toll, dass die Doppelstockzüge das GPS-Signal durchlassen. Super. Ich gucke immer gerne, wie schnell wir sind. Das macht einfach Spaß. An uns fliegt ein Ort vorbei. Ja, der ist absolut top, der Zug. Das Enttäuschende für die Deutsche Bahn ist, dass die ja hier 160 km/h fahren und in Frankreich ballern die Doppelstockzüge mit 320 km/h durch die Landschaft, also genau das Doppelte. In Kürze fahre ich nämlich auch TGV für euch mit 320 km/h von Paris nach Zürich. Los geht's. Ausfahrt aus Burg bei Magdeburg. Ich habe noch mal ein paar spannende technische Daten. Wir sitzen ja hier höchstwahrscheinlich im Sechsteiler und die Anfahrbeschleunigung ist bis zu 0,91 Meter pro Sekunde. Also ihr merkt, der zieht wirklich gut durch hier. Unser lieber Siemens-Zug. Und gucken, wie schnell wir schon sind.
Aber ihr merkt es, der gibt Kette. Ja, ist jetzt schon auf 80 km/h. Krass, dass so ein langer Zug und so ein schwerer Zug so schnell beschleunigt, weil der Zug hat ein Leergewicht von unglaublichen 290 Tonnen. Ja, jetzt haben wir schon eine gute Geschwindigkeit. Jetzt sind wir schon über 100. Jetzt haben wir schon 120. Also so schnell geht das innerhalb von einer Minute auf 120 km/h. Habt ihr schon den Fußboden bemerkt? Dieser Regionalexpress hat keinen Teppich. Also der Mythos, dass der Intercity 2 ein Teppich-Regionalexpress ist, stimmt sogar, weil wir sehen, Regionalexpress hat keinen Teppich, Intercity 2 hat Teppich. Mythos bestätigt. Intercity 2 ist ein Teppich-Regionalexpress. Wir wurden gerade kontrolliert. Ich finde das immer gut, wenn man kontrolliert wird, weil ich bin ja bereit, mehr Geld dafür zu bezahlen, erste Klasse zu fahren. Und ja, gerade kam die Dame und hat kontrolliert. Und wir fahren ja eigentlich nur bis Berlin Hauptbahnhof. Bis dahin gilt mein Ticket. Aber die Schaffnerin war so freundlich und hat mir und meinem Kumpel erlaubt, dass wir bis zum Alexanderplatz durchfahren dürfen. Vielen lieben Dank, Odeck. Wunderbar, ich fühle mich hier sehr wohl. Ich zeige euch mal, was ich denn für diese Zugfahrt bezahlt habe. Ich habe 41,24 € bezahlt, also von Neustadt über Hannover, über Magdeburg nach Berlin. Ich denke, das ist ein durchaus fairer Preis. Aber wenn ich ein ICE direkt von Hannover nach Berlin gebucht hätte, ohne den Umweg über Magdeburg und ohne den Odeck, dann wäre ich wahrscheinlich bei 30 € gelandet. Ich habe übrigens eine Bahncard 25 für die erste Klasse. Oh, wir erreichen jetzt schon Brandenburg. Brandenburg Hauptbahnhof. Schaut mal, hier ist alles voll mit Odeck. Nochmal 2 Odeck. Jetzt habe ich nicht erkannt, welcher das ist. Das müsste aber der andere sein. Nicht der Siemens, sondern der Stadler Kiss. Ja, da hinten ist der Stadler Kiss. Baureihe 445. Also hier in Magdeburg wird es nochmal richtig voll. Der Bahnsteig stand komplett voll mit Leuten. Ja, gut, dass wir in der ersten Klasse sitzen. Noch haben wir unsere Ruhe. Mal gucken, ob wir bis Berlin noch so viel Ruhe haben. Ist ja noch eine Stunde. Ach, ich mag den Überblick hier so. Die Sitze sind einfach so schön. Und jetzt sitzen hier in der ersten Klasse Leute, die sich darüber unterhalten, dass der Zug ja so voll ist und sie ein zweite Klasse-Ticket haben und sich ja deswegen in die erste Klasse setzen können. Das finde ich ziemlich frech. Ich hoffe, die Dame kontrolliert nochmal. Obwohl in Brandenburg so viele Leute noch dazugestiegen sind, starten wir perfekt pünktlich um 11:05 Uhr. Also ich bin sehr erstaunt. Mal gucken, ob wir diese Pünktlichkeit beibehalten. Weil ihr wisst ja, ich möchte gerne nochmal sagen, dass ich perfekt pünktlich angekommen bin. Genießen wir nochmal die Beschleunigung. Ich finde das sehr angenehm, dass das Display direkt vor meinen Augen ist. Ich gucke gerne, welcher Bahnhof als nächstes kommt. Der nächste Bahnhof ist Werder. Gerade ist Personalwechsel gewesen hier im Odeck. Die Dame hat jetzt auch unsere Fahrkarten nochmals kontrolliert und sie hat sogar auch die Schwarzfahrer in der ersten Klasse kontrolliert. Die haben aber Glück, dass sie nur 8,80 € Mehrpreis für die erste Klasse zahlen müssen. Also Odeck, ganz toller Job, dass ihr die Leute kontrolliert und nachberechnet und vor allen Dingen, dass man bei euch an Bord auch Fahrkarten kaufen kann. Richtig cool. Ich bin sehr beeindruckt. Wir erreichen in Kürze Berlin Hauptbahnhof. Aber wir fahren ja noch ein Stück weiter. Wir wollen ja zum Alexanderplatz, auf den Weihnachtsmarkt. Da kommt eine Berliner S-Bahn. Die ist aber laut. Die hört man sogar in den Zug rein. Wir erhalten nun Einfahrt im Hauptbahnhof von Berlin. Da ist schon das schöne Glasdach. Und hinein.
Da sehen wir es, Berlin Hauptbahnhof. Der Bahnsteig ist ja leer. Naja, die ganzen Fahrgäste, die jetzt aussteigen, die machen ihn dann voll. So, wie viel Verspätung haben wir? 8 Minuten mittlerweile, meine Güte, schade. Das ist übrigens der Haupteingang. Und da ist ein wunderschöner, riesiger Weihnachtsbaum. Aber die Scheibe ist zu dreckig leider. Okay, ihr habt den Weihnachtsbaum gesehen. Das Gebäude ist echt der Hit. Genießen wir die Ausfahrt aus dem Berliner Hauptbahnhof. Da hinten fährt gerade eine S-Bahn ein. Da steht noch eine S-Bahn. Ja, jetzt habt ihr einmal den kompletten Berliner Hauptbahnhof im Zug gesehen. Nächste Station, Berlin-Friedrichstraße. Bitte beachten Sie den Spalt zwischen Fahrzeug und Bahnsteig. Next stop, Berlin-Friedrichstraße. Please mind the gap between the train and the platform. Hey, die S-Bahn überholt uns. In Fahrtrichtung links. Exit to the left. Die S-Bahn ist so laut, ey. Man hört sie im Zug. So wie vorhin auch. Nahaufnahme von der S-Bahn. S3 nach Friedrichshagen. Cool. Aha, man darf auch Fahrräder mit reinnehmen. Nein, mach das trotzdem. Und hinaus. Da ist nochmal unser schöner Waggon, wo oben die erste Klasse war. Unten ist tatsächlich zweite Klasse. Und ihr seht, unser Zug fährt noch weiter nach Frankfurt-Oder. Mach's gut, lieber RE1. Also, ich bin optimal am Alexanderplatz in Berlin angekommen. Leider hatte unser Odeck-Zug jetzt doch noch 10 Minuten Verspätung, aber ist nicht schlimm. Die Fahrt war unglaublich angenehm. Das Zugpersonal war super, die erste Klasse war bequem. Also ich habe echt viel Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß gehabt. Und falls ihr Bock habt, mich zu unterstützen, werdet doch Business Class Mitglied auf meinem Kanal. Dann seht ihr dieses Video schon innerhalb von 2 Wochen, nachdem ich es aufgenommen habe. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.